Es fällt mir schwer, den richtigen Einstieg für dieses Video zu finden. Ich bin ein großer Fan der BMW GS, das habt ihr mittlerweile in meinem Kanal, glaube ich, mitbekommen. Und aktuell feiert BMW 40 Jahre BMW GS. Ich glaube, ich habe heute einen Tag erlebt, wie man ihn sich als GS-Fan nur vorstellen kann. Erstens, ich habe den Designer der allerersten GS, die 1978 auf Papier gebracht wurde, kennengelernt, habe ihn interviewt und mir sein Werk angeschaut. Und zweitens, ich durfte dann genau auf diesem Motorrad, aufgebaut auf der Idee, auf dem Konzept des alten Prototyps von 1978, heute hier fahren. Hoch zum Auerberg. Und gleichzeitig durfte ich noch eine ganz neue Kreation fahren, die niegelnagelneu ist. Aber genug der Worte, lasst uns anfangen. 40 Jahre GS, jetzt geht's los. Viel Spaß. Es war einmal ein Motorrad, dessen Erfolgsgeschichte bis heute andauern soll, aber dessen tatsächliche Entstehung kaum jemand wirklich kennt. Unweit des Auerbergs, genauer gesagt in Schongau, erhalte ich spannende Einblicke in die Geschichte der BMW GS und die pure Leidenschaft, ein einzigartiges Projekt zu neuem Leben zu erwecken. Hier treffen Georg Martin und sein Team auf den ehemaligen BMW-Motorraddesigner Hans A. Muth. Zusammen ermöglichen sie uns den Einblick in bisher unveröffentlichte Informationen zur wahren Geburtsstunde der GS. Also es war im Herbst 78, als mich ein Produktplaner, Motorradproduktplaner, Hardy Müller, besuchte und er kam zu mir und sagte, Herr Muth, wir müssen hier was tun. Hier arbeitet keiner mehr, keiner ist mehr motiviert. Und ich guckte ihn erstaunt an und sagte, was ist denn los? Und er sagte, na ja, die GmbH kommt ja wieder in die AG zurück. Und die GmbH wurde ja 1975 outgesourced. Graf von der Schulenburg übernahm die Leitung der Motorrad GmbH. War aber sicher alles in Ordnung. Es hatte bloß einen großen Haken, die Motorenentwicklung blieb weiterhin unter der AG. Und das brachte ja dann die GmbH auch in Schwierigkeiten, weil ein neuer Motor verlangt wurde, der aber von der AG nicht geliefert wurde. Die Motorrad GmbH wurde nun immer gescholten, dass unsere Motorräder sich nicht verkaufen, aber der Grund war ein ganz anderer. Es brauchte einen neuen Motor. Nun gut. Also er kam zu mir und sagte, Herr Muth, wir müssen was tun. Und nachdem er es mir erklärt hat, guckte ich aus dem Fenster und ich fuhr damals einen Range Rover und war begeistert von diesem Fahrzeug, weil man mit ihm alles machen konnte. Und nach wie vor hatte er die Eleganz, aber man konnte mit ihm ja auch über Stock und Stein fahren. Und ich sagte, lieber Müller, warum bauen wir eigentlich nicht ein Range Rover Typ Motorrad? Und er guckte mich an und sagte, wie wollen Sie denn das machen? Ja, ich sage, wir nehmen die R65, wir schmeißen alles runter, was wir nicht brauchen und den Tank lassen wir, weil ein Tankwerkzeug ist sehr teuer und das geht auch in die Zeit. Ja und dann? Ja, ich sage, die Testabteilung drüben, Rapelius, Baron und wie sie heißen, die fummeln kontinuierlich mit Geländemaschinen rum. Die haben die Vorderradgabeln, alles das, was wir brauchen für eine Enduro-Version. Ich machte dann eine Skizze und ging sofort ins Modell. Es gab kein offizielles Projekt für die GS. Und sie hieß ja auch gar nicht GS. Ich nannte sie GS, aber GS stand für mich für Gentleman's Scrambler. Weil bei allem Enduro musste es nach wie vor eine BMW sein. Mein Thema war Muskel und Sehnen. Also schmal, leicht, transparent. Wie kriege ich es fertig, dass dieses Motorrad eine neue Kategorie darstellt? Denn wenn ich eine BMW abspecke, nicht, wir hatten ja die R100 RS, die ja letztendlich aus gutem Grund eben Fülligkeit bekam, sagte ich mir, was bleibt denn übrig vom Muskel und Sehnen? Der Motor. Und der Boxermotor in seiner Form, klar erkennbar, sauber, man kann ja ein Spiegelei drauf braten, war für mich das blutig schlagende Herz einer BMW-Maschine. Und das war die Idee, den Motor und den Drivetrain rot zu lackieren. Gut. Wir gingen sofort ins Modell,
Statt der Vorderradlampe übernahm ich diese kleine Lampeneinheit und Tachoeinheit von der Studie Moduro. Das war ja ein Projekt, was wir gemacht haben für die IFMA. Und die Idee war ja, ein jugendliches Motorrad zu machen. BMW hatte ja nichts im Angebot, sagen wir, was sich ein jüngerer Fahrer leisten konnte. Und somit war die GS recht schnell fertig. Und das Ding wurde präsentiert, kam natürlich, weil man, glaube ich, im Vorstand mit der eigenen Innerpolitik beschäftigt waren. Was machen wir mit der GmbH? Wie soll das alles laufen? Guckte man sich das Motorrad an, das war natürlich ein Hingucker mit dem roten Motor und winkte es durch. Und dann kam es letztendlich in die Entwicklung und wurde ein offiziell budgetiertes Projekt. Man könnte sagen, dass ein kleiner Moment daraus eine Konzeption entstand und es wurde umgesetzt und wurde, was wir beide damals uns nicht vorstellten, weder Müller noch Muth, dass diese Kategorie heutzutage im Jahr 2020 das meist verlangte, das meist produzierte und meist verkaufte Motorradkategorie bei BMW wird. Das ist ein GS, wurde nicht mehr der Gentleman Scrambler, so viel kam nicht durch, sondern es wurde ein Geländestraße. Auch logisch. Und ich weiß, dass keine der Publikationen je die wahre Geschichte erzählt hat, noch das Designreferenzmodell wurde nie irgendwie publiziert. Und irgendwie juckt es mich schon. Sag mal, wie wäre es mal, hättest du nicht Lust, wir bauen diese Maschine wieder völlig original auf? Und Schorsch war sofort dabei. Also ich kenne Hans Amuth seit 1975. Wir haben uns bei BMW kennengelernt. Ich als kleiner Lehrbub, er als riesengroßer Designchef, da hast du nach oben geschaut. Und wir haben uns bei einem Projekt kennengelernt, das eigentlich ganz komisch ist. BMW hat 1975 oder immer schon überlegt, wir brauchen einen anderen Motor, wir brauchen mehr Leistung. Und dann habe ich damals, bin als Lehrling in Versuch abgestellt worden, 1 Monat oder 6 Wochen, weiß ich nicht genau. Da haben wir müssen eine Honda Goldwing komplett zerlegen in alle Einzelteile, haben die auf Tafeln präsentiert und dann sind die ganzen oberen Chefs, Hans Amuth und die ganzen kommen und haben das begutachtet und so kennen wir uns eigentlich. So, Schorsch. Unser stolzes Stück. Ja. Am schärfsten finde ich schon nach wie vor den Jog, ja. Muss ich schon sagen. Das ist, weißt du, wie schwierig das Teil war? Ja, ja. Schaut so simpel aus, aber war richtig schwierig. Das ist original übernommen worden, der Tank ist übernommen worden, im Grunde genommen die Sitzbank auch. Und hier natürlich Feature, der Choke. Gut, der Choke ist ja dann anschließend bei allen Modellen nach oben gewandert zum Lenker und somit war die GS eigentlich die erste, die den Choke dann oben gehabt hat. Ja. Für mich war wichtig, nicht nur eine Geländemaschine zu machen oder eine Kategorie, sondern einen Gentleman Scrambler. Das ist genau wie ein Engländer zur Jagd geht. Nicht? Der hat ein schickes Jackett an, nicht? Der sieht nach wie vor toll aus, aber es ist minimiert auf das, was er braucht. GS war für mich ursprünglich kein Thema. Also ich bin nicht so aus der Szene raus, die da halt schon viele Enduro gefahren sind. War nicht ganz so meins, hat man zwar auch gemacht, aber war nicht ganz so. Ich war immer auf der Straße daheim. Und beginnend dann, wo BMW die 80G-Striche ausgebracht hat, ist man automatisch dazu gekommen. Du warst mit der GS drin. Wir haben dann mit der GS auch schon gleich Umbauten gemacht, gleich auf 1000 Kubik, mehr Leistung, anderes Design. Das Potenzial war dann riesengroß und hat uns auch von der Firma her sehr viel gebracht. Das persönliche Interesse kam dann einfach, weil das Motorrad so erfolgreich im Markt war, dass man sich immer mehr mit angefreundet hat? Oder woher kommt dieser Spleen, dass du da hinten halt einfach aus jeder Zeit, aus jedem Jahr fast, aus jedem Sondermodell, aus jeder Serie so ein Ding stehen hast? Woher kommt das? Woher der Spleen kommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es in der Gene oder irgendwo drin, keine Ahnung. Ich habe nie mit Gewalt irgendein Motorrad gekauft. Das ist immer, sind es mir sozusagen zugeflogen. Das mit der GS-Sammlung unten hat es ja ergeben. Mittlerweile habe ich 78 BMW Young oder Oldtimer, wenn man das so will. In dem Raum, wo wir jetzt sind, das wird Museum, das ist jetzt noch in der Bauphase, da kommt noch einiges rein, soll so Museum, ein kleines Museum werden. Hier stehen hinter uns 7 Motoren, die nagelneu sind. Beginnen vorne, 80 G-S, Baujahr 80, einer der ersten. Dann da habe ich hinter mir
100 RS, von denen habe ich 2, einen original verpackt in der Kiste. Also dazu musst du ein bisschen bescheuert sein, ganz klar. Motorrad begeistert wahrscheinlich sowieso. Der Gedanke war der, ich habe die mal stehen lassen. In den 80er Jahren habe ich gedacht, okay, wenn du mal älter bist, was ich jetzt ja schon länger bin, möchtest du die mal auspacken, magst du mal fahren mit denen. Haben wir aber so dann nie gemacht. Die Motorräder, alle die herinstehen, waren bis vor ca. 4 Jahren original verpackt in der Kiste, sind noch nie ausgepackt worden. Und irgendwann Weihnachten vor 4 Jahren habe ich es ausgepackt, habe die mit dem Stapler die Kisten in die Werkstatt gefahren, habe so, Jungs, auspacken, zusammenbauen. Dann haben wir den Raum freigemacht, haben es reingestellt, dann haben sie das erste Mal das Tageslicht gesehen. Das war dann sozusagen dein Weihnachtsgeschenk? Ja, also ein verzögertes Weihnachtsgeschenk. Mir macht es Spaß, wenn ich da vorbeigehe. Also das ist, du bist immer sofort in der Epoche, wo das war, du hast die Erinnerungen, was da war, wie das war, macht mir unheimlich Spaß und der, der das gerne sieht, kann da jederzeit reingehen. Wo er gesagt hat, dass er die Pläne alle original hat, war super. Weil irgendwas bauen bringt nichts, wenn, dann muss es original sein. Man muss schon ein bisschen was übrig haben, dass man so ein Motorrad überhaupt baut. Du kannst es nicht normal in der Werkstatt machen lassen von einem Mechaniker, geht nicht. Da haben wir zwar die Substanz machen lassen, aber dann geht es ja an so viele Details, die man eigentlich so nicht sieht. Der Schock zum Beispiel, das ist ein Teil, das hat Stunden kostet. Und da habe ich halt so einen Mann an der Seite, der das liebt. Der macht das gerne, der tüftelt da und macht uns so einen Brauchstand und dann geht's. Genauso wie der rechte Seitendeckel oder so. Das sind lauter so Details, die sehr viel Zeit aufgewendet haben. Kannst du irgendwie beziffern, wie viel Zeit ist in dieses Projekt reingegangen? Wir haben es Gott sei Dank nie aufgeschrieben. Wir haben ja angefangen mit der sogenannten Red Edition. Und dann haben wir gesagt, das könnten wir an für sich zu einem Markenzeichen machen für eine limitierte Martin Edition Serie. Und haben die Red Edition Nummer 2. Und hier haben wir eine R9T genommen. Die Editionsmodelle müssen eine andere Botschaft haben, nicht? Und hier ist es auch die Integration des Fahrers in die Maschine. Das ist an für sich alles Fahrerbereich, nicht? Auch den Motor, der sich auch in der Maschine hervorragend ausmacht. Dann auch hier wieder die Strampelhosen in Rot. Die Botschaft ist hier, dass eben eine BMW mit dem heutigen Bestreben des Entschleunigens, dass man eben auch ein Motorrad eine gewisse Eleganz haben kann, mit der man also nicht nur, sagen wir, im Rennstil fährt, sondern eben auch es genießt, aufrecht zu sitzen. Und die Maschine ist eben weitaus mehr als nur ein Fortbewegungsmittel, nicht wie ein Auto. Leute, ihr glaubt es nicht, was jetzt gleich passieren wird, aber der Schorsch, ihr habt ihn kennengelernt als sehr ruhigen, aber dann Entscheidungstyp. Der hat gesagt, Walle, wir drehen jetzt eine Runde, ja, aber nicht mit irgendwelchen Motorrädern. Nein, mit Motorrädern, mit denen ich übrigens noch nie gefahren bin. Ich bin weder in meinem Leben jemals eine R9T, noch ein Zweiventilboxer und speziell nicht die eigentlich allererste GS, die jemals irgendwo zu sehen war, gefahren. Und das werden wir jetzt tun. Ja. Ich lasse dir aber den Vortritt. Okay. Du steigst mal schön auf die alte, weil ich habe gehört, die bremst sehr gut und die muss man auch erst so ein bisschen warm fahren. Zieht sie schlecht. Ich nehme die neue und wir fahren auf deine Hausberg-Rennstrecke, kann man sagen, zum Auerberg. Ne? Okay. Wir haben noch ein bisschen Licht, schauen, dass wir mit deinen paar 20 PS da einigermaßen früh ankommen und ziehen uns jetzt erstmal an und dann fahren wir hier raus. Auf geht's. Für mich das erste Mal R9T und gleich hier hoch auf deine Heimatstrecke. Dann musst du jetzt mal was Vernünftiges fahren, was Uriges, was Altes, was Knackiges, wenig Leistung, wenig Bremse, aber wahnsinnig viel Spaß. Ist das so? Werde ich damit, meinst du, genauso viel Spaß haben? Ja, anders wahrscheinlich. Ganz ein anderer Spaß, aber sicherlich
Hans hat, glaube ich, vorhin gesagt, entschleunigt sehr. Entschleunigt, das ist verlangsamt, genau. Ich bin noch nie so ein altes Motorrad gefahren. Also Motorrad, du gewohnst an die Geschwindigkeit, es ist halt langsamer, aber in der Summe passt es schon. Macht Spaß. Und du vertraust mir das Ding jetzt in die Hände? Dir bleibt nichts anderes übrig. Gibt es irgendetwas, was ich beachten muss, wenn ich jetzt auf dieses Motorrad steige? Also wenn du darauf steigst, das Wichtigste ist beim Bremsen aufpassen. Die Bremsen sind nicht wie gewohnt. Also nicht, dass du da wie hier, dass du drückst und dann steht es, da steht noch lang nichts. Da kommt zuerst einmal Gedenkminute, Sekunde ist und das dann so? bremst langsam. Das ist schon ein bisschen Bammel. Wichtig, beide Bremsen bremsen, weil hinten geht fast genauso viel wie vorne. Beide Bremsen vorsichtig und weit vor dem normalen Bremspunkt bremsen. Handbremsen. Ich bleib. Wo du auch normalerweise noch Vollgas gibst. Ich fahre nur im ersten Gang. Nach ein paar Metern war meine anfängliche Skepsis verflogen, denn die GS fuhr sich scheinbar schon vor 40 Jahren irre gut. Für mich war diese Reise in die Vergangenheit zusammen mit Schorsch und Hans eine unglaubliche Ehre, vor allem weil noch niemand wirklich ausführlich die Geschichte des Design-Referenzmodells und den damit verbundenen Startschuss einer bis heute dauernden Erfolgsgeschichte erzählt hat. Wer mehr über die einzigartigen Martin Editions und Schorsch klitzekleine Motorradsammlung erfahren möchte, findet alle Kontaktinformationen auf der Homepage von BMW Martin. Und wer mehr über Hans A. Muth, seinen Werdegang mit unzähligen weiteren Design-Highlights, wie zum Beispiel der Suzuki Katana, erfahren möchte, findet eine sehr interessante Zusammenfassung in seinem Buch Design macht Mut. Sollte euch dieses Video gefallen haben, freue ich mich über ein Like, und wenn ihr auch in Zukunft darüber informiert werden möchtet, wenn ich ein neues Video hochlade, klickt den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke. Und so geht's in der nächsten Folge weiter. Übrigens, unter walleontour.com findest du viele weitere Videos, Fotos, GPS-Downloads und auch Teile für dein Motorrad in meinem Online-Shop. Du möchtest noch näher am Geschehen dran sein und mich gleichzeitig bei meiner Reise um die Welt unterstützen? Dann werde jetzt Premium-Mitglied. Bis bald, dein Walle.